Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal hier in Werne vom Pausenraum. Warum bin ich jetzt hier? Heute ist Sonntag und ich habe jede Menge Pause. Da habe ich mir gedacht, bevor ich euch jetzt mal einen kompletten Bus vorstelle, zeige ich euch mal einen zerlegten Bus. Wir haben da 2 Exemplare, habe ich gerade gesehen. Die werde ich euch gleich mal vorstellen, wenn euch das interessiert. In 1000 Teile zerlegte Busse. Alles nach dem Intro. So, ich nehme euch einfach mal mit. Mal gucken, was uns so erwartet. Wir können das gleichzeitig verbinden mit einer Betriebsbesichtigung, sage ich mal. Wie gesagt, heute ist Sonntag, Werkstatt ist zu, das Servicefahrzeug steht hier bereit, wenn was sein sollte, unterwegs. Mit dem 12 bin ich heute gefahren, den habe ich mal so dahingestellt, war ich mal so unverschämt. Hier stehen die ehemaligen Bogestras, der 822, Nachfolger von dem 22, dann der 639 und ganz hinten, der steht immer noch da, der MAN, der alte, was war das, 48, 46, keine Ahnung, was das war, glaube schon. Der ist das. Und hier stehen die anderen Busse, da wo Lücken sind, die sind noch am Fahren, die sind unterwegs. Aber ich wollte euch ja Technik zeigen, ja, was wir hier so alles haben. Schaut mal, habe ich vorhin entdeckt. Ich weiß nicht, was der gehabt hat, ja, was sie damit jetzt vorhaben. Ist das der 32, mal gucken, 34, 32, der 38, der MAN. Der steht hier auf der Grube, wollte ich sagen, aber das ist ja die Bühne. Und hier auf der Seite haben wir noch einen Kandidaten. Das ist unser Dauerkandidat. Müssen wir gleich mal gucken. Der Citaro. Also so sieht das aus für diejenigen, die das noch nicht wissen oder die da sich mit Werkstatt und so nicht auskennen. Es gibt hier diese fahrbaren Bühnen, sage ich mal, die kann man, je nachdem wie lang so ein Bus ist, wie viele Achsen der hat, kann man die einfach so auf die Achse drauf tun. Ja, und es ist auch nicht nur mit Luft, das ist richtig mit Starkstrom, weil mit Luft, wenn Luft verloren geht oder so, dann hängt da eine Seite runter, eine Seite nicht runter. Die kann man dann auch eben halt fixieren, sodass die dauerhaft hier so bleiben. Je nachdem, welche Höhe man braucht, kann man sich den so zurecht hinstellen. So, was haben wir denn noch alles hier? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Teil hier, das ist so ein Gerät, den kann man, wenn man Motor rausnehmen will oder Getriebe rausnehmen will, innen drin fixieren. Wir klettern da auch gleich mal natürlich alles rein. Heute machen wir mal ein richtiges Technikvideo, was wir so alles haben. Hinter mir seht ihr auch Teile, Ersatzteile, Motor, Getriebe. Wir haben hier unseren ganzen Reifen und sowas alles. Wirklich eine gut ausgestattete Werkstatt, was man so alles eben halt so braucht. So, ich weiß auch nicht, was der Kollege hier hat. Da ist noch einmal am Tropfen. Mal schauen. Oh, das sieht richtig, entweder Kopfdichtung oder irgendwas ist hier faul. Natürlich wäre schön, wenn ich fragen könnte, wenn ein Mechaniker da wäre, aber keiner will ja vor der Kamera, keiner will ja was sagen. Und ich bin auch ständig immer unterwegs, daher weiß ich nie, was jetzt hiermit ist. Wäre natürlich schön zu wissen, warum der jetzt hier so aufgebockt ist, was damit ist, warum der so in 1000 Teile zerlegt ist. Das ist wieder was für den Jeffrey, der kann vielleicht, ich halte mal so ein paar Sachen immer hin, der kann er bei Minute sowieso, ist das zu sehen, das zu sehen. Zum Beispiel hier so ein Steuergerät, sehr wahrscheinlich für das Getriebe, für die Automatik, denke ich mal. Bin zwar auch Kfz-Mechaniker, aber Wort Kfz auf kleinere Motoren bezogen. So ein paar Teile, ich könnte natürlich hier dran rumschrauben, wenn mir der Monteur, der Schlossermeister sagt, hier das und das muss ausgebaut werden, wäre für mich kein Ding. Aber so die einzelnen Komponenten, wofür die da sind oder die ganzen Drehmomente, wie die angezogen werden und so, das weiß ich natürlich so nicht. Aber so in der Form habt ihr bestimmt auch noch keinen Bus gesehen.
Aber wie gesagt, bei mir seht ihr alles. Diese zwei Dinger, das kann ich mir gut vorstellen, wofür die sind, um überschüssige Luft rauszulassen. Der wird jetzt keine Luft haben. Ja, die kann man hier wohl so ziehen, eben halt. Ja, ziehen wir mal nicht da dran. Das kenne ich eigentlich eher von den Kesseln her, aber das kann sein, dass das bei dem die Kessel auch da oben irgendwo sind, dass da dann hier Kondenswasser abläuft, wenn man hier dran zieht. Jeffrey, wenn ich falsch liege, sagt Bescheid, oder irgendwelche Monteure von euch, die sich mit der Materie auskennen. Das ist natürlich ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zylinder Common Rail System MAN Motor, steht da drauf. Ablesen kann ich auch. Was, so einen kleinen Anlasser nur? Schaut mal, Leute. Das müsste eigentlich der Anlasser sein. Ja, so einen kleinen Anlasser für so einen großen Motor. Auch nicht schlecht. Da ist er aufgebockt worden. Schön. Der Auspuff hier zu sehen. Die einzelnen Teile, was man hier so sehen kann. Das hier ist der Turbolader. Ja, so kann man das sehen. Da drin, wie das aussieht. Mal gucken, müsste eigentlich zu drehen sein. Ja, ist zu drehen. Ja, die sind wohl noch in Ordnung. Manchmal sind die auch, fliegen die auch auseinander schon mal. Ja, das wird dann alles nachher wieder zusammengebaut. Das ist ja das Schöne daran, dass wir eine eigene Werkstatt haben, dass wir unsere Sachen selber reparieren können, sind nicht auf Fremdwerkstätten angewiesen. Aber ich kletter jetzt mal mit euch gleich nach oben in den Bus rein, um zu sehen, was der Kollege da oben alles gemacht hat. Von hier kann man auch schon sehen, ja, dass da oben alles offen ist. Ja, so schaut's aus. Das Zeug ist hier übrigens Bindemittel, ja, benutzt Feuerwehr auch gerne mal, so Öl und so zusammenzubinden, damit das nicht ins Erdreich dringt. Und hier Werkzeugkasten von unserem Schlosser. So, ich gehe jetzt mal mit euch mal hier hoch. So, jetzt muss ich einen größeren Sprung machen. Ich mache mal eben die Kamera Stopp, wartet. So, jetzt bin ich drin. Hier sind natürlich auch Ersatzteile hier schon drin, damit die unten nicht kaputt gehen. Die werden aber, glaube ich, auch noch lackiert. So wird auch so, die kriegen direkt neue. So, hier oben die Vierecke. Jetzt stelle ich euch mal so einen Bus. Aber schaut mal hier ist auch schon was ab, wo die Federbälge drauf sind, also Stoßdämpfer. Die sind hier auch schon ab. Ja. Und so sieht das aus, wenn die Deckel hier weg sind. Dann kommt man an das Getriebe dran und hier an den Motor, die ganze Aufhängung und so. Kann man dann hier alles montieren. Das sind eben halt so Hilfsluken für den Schlosser. Ja, den Bus, den hatte ich euch ja schon mal vorgestellt. Nichts Dramatisches, nichts Wildes, aber so in der Form tut einem das natürlich dann auch weh, den mal hier so auf Bühne zu sehen und dass da alles hier, das ganze Herz, Niere, alles rausgerissen wurde. Aber wir kriegen den wieder zusammengebastelt. So, ich muss hier wieder runter. Ich mache mal wieder Cut. So, bin wieder sicher auf dem Boden gelandet. Ja, das ist erstmal so viel zu diesem Fahrzeug. Wir gehen mal jetzt rüber zu dem hier, was der Kollege hier hat. So, hier ist auch schon mal alles abgebaut worden. Hier so ein Rohr, ist sehr wahrscheinlich auch vom Auspuff, könnte das sein. Der Tank, was macht der Tank denn hier? Schaut mal, Leute, so sieht ein Tank aus, wenn ihr noch keins gesehen habt. Ja, Tank ausgebaut, alles war. Was hat der Kollege denn hier, ey? Auch in 1000 Teile zerlegt hier. Sieht nicht gut aus. Vielleicht wird er auch als nächstes jetzt drankommen. Mal schauen. Lichtmaschinen, Riesenteil, wenn ihr die Dimensionen euch mal anschaut, Leute. Ansonsten, wenn so ein kleines hier, mein Ford hatte ich ja letztes Mal gewechselt. So ein kleines Ding und hier so ein doppelt so großes. Hier ist noch ein Getriebe, Automatik. Was ist das für einer? Baujahr, Voith. Ein Voith Turbo Getriebe. Ja, so sieht's aus. Oh, hier haben sie es schon aber richtig zerlegt. Schaut mal, Leute. Hier kann man schön alles sehen. Für die Mechaniker ist das doch bestimmt ideal, das mal so zu sehen. Dann können die
sehen, wo was drin sitzt. Wer das noch nicht gesehen hat, ist natürlich auch interessant für diejenigen, die sich mit der Materie beschäftigen, mit dem Motor, aber nicht wissen, wie das Innenleben aussieht. Ja, bei mir habt ihr die Möglichkeit eben halt, das alles zu sehen. Dementsprechend auch natürlich Kanal abonnieren, damit wir weiter wachsen, damit ich noch mehr Spaß habe, euch sowas zu zeigen. Ja, tut einem auch trotzdem weh. Man weiß zwar, der wird wieder irgendwann mal fahren, aber so, schaut mal. Ja. Hier die ganzen Diesel-Einspritzanlagen hier. Hier wird der Diesel ja eingespritzt. Ach, hier ist noch das Start-Stopp-Dings hier von hier aus. Ach, der Jeffrey sagte mal einmal, du kannst den auch von hinten starten. Hier ist er versteckt. Den hatte ich hier immer gesucht. Turbo, dreht er sich? Ja, der dreht sich auch da drin. Okay. Ja, hier fehlt das Getriebe. Das ist wohl anscheinend das, was da draußen, was wir da gerade gesehen haben. Ja, so viel hierzu. Mehr gibt es nicht zu sehen. Mal gucken, vielleicht von drin kann man noch was sehen. Aber dass die Kennzeichen nicht mehr dran sind, das bedeutet eigentlich nichts Gutes, Leute. Ja, bedeutet wirklich nichts Gutes. Ich ahne Schlimmes, dass der rausgeht. Ich hatte euch vorhin gesagt, das ist der 44, stimmt gar nicht. Wieder der 13. Also der 13, der hat es wohl. Ach, hier sind die Kennzeichen. Ne, sind noch nicht abgemeldet. Aber die werden bestimmt abgemeldet. 100 Pro. Denke ich mal. Schade für den Bus, aber irgendwann ist es eben halt soweit. Und hier drin sieht es dann so aus. Oh ja, schaut euch das mal an. Der Mechaniker hat noch sein ganzes Werkzeug hier. Ja, der hat hier schön gearbeitet. Gut, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was mit dem ist. Kann sein, dass der vielleicht ausgemustert wird oder eben halt nochmal repariert wird. So, ich glaube, wir haben heute genug gesehen. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, euch gefallen. War jetzt nicht ein Busvorstellung, so ein Mischmasch aus gezeigten Bussen und natürlich ein Bus oder zwei, die zerlegt gewesen sind aus irgendwelchen Gründen. Aber ist mal interessant, auch mal hinter den Kulissen mal zu sehen. Nicht, wenn die Busse draußen auf der Straße fahren, sondern wie sie aufbereitet werden, wie sie wieder fertig gemacht werden, wenn sie mal krank sind. Ja, wir als Menschen, wir gehen ja auch zum Doktor, zum Arzt, wenn uns nicht gut ist, wenn wir Kopfschmerzen haben oder etc. Und unsere Busse, die kommen hier zur Werkstatt und die werden dann hier wieder repariert. So, in diesem Sinne, ich habe wieder genug geredet. Man sieht sich natürlich wieder auf den anderen Videos, auf den anderen Kanälen. Es macht mir immer noch Spaß, mit euch zusammen so Busvorstellungen, Bahnhöfe und sowas alles zu zeigen. Extra für euch. Und die Zahlen, die bestätigen das, weil wenn die Zahlen im Keller wären, hätte ich auch keine Lust mehr. So, jetzt aber. Bis nächstes Mal. Alles Gute wünscht euch euer alle zusammen. Memeroe. Jo.